Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Jungen weine nicht. Gelobt sei, was hart macht. Indianer kennen keinen Schmerz. Wer also gerne verhärten, auf die schmerzlindernde Kraft der Tränen verzichten oder zum Angehörigen einer unterdrückten indigenen Gemeinschaft mit ebenso aufgezwungenem wie geografisch unzutreffendem Namen mutieren möchte, dem brächte die Anwendung dieser alten Weisheiten die Lösung. Glücklicherweise sind sie in der Umgangssprache etwas aus der Mode gekommen. Das dahinterstehende Denken lebt aber in alternativen Formulierungen weiter. Zur Jahrtausendwende nannte man diejenigen, die sich nicht daran hielten, spottend Weicheier, Warmduscher und Schattenparker. Doch weil auch sprachliche Moden kommen und gehen, hört man heute eher etwas wie »Komm raus aus deiner Komfortzone«. Das klingt softer, meint aber genau dasselbe und beruht noch immer auf dem alten Denken. Dabei haben wir unsere Welt zu einer einzigen Komfortzone umgebaut. Von Zentralheizung bis zur Haftpflichtversicherung, alles dient dazu, es uns darin schön muckelig zu machen. Da macht die Naturheilkunde keine Ausnahme. Wer mit Bachblüten arbeitet, erkennt die Leute außerhalb der persönlichen Komfortzone daran, dass sie schüchtern oder aufbrausend sind, ungeduldig, einsam oder ängstlich. Und dann gibt man ihnen Mimulus, Holly, Impatiens, Water Violet oder Aspen. Den entsprechenden Klienten ein munteres »Komm doch mal raus aus deiner Komfortzone« zuzurufen, dürften die als wenig aufbauend empfinden. Was ist schon so attraktiv an Angst und Einsamkeit? Wer wählt sie, wenn er eine Wahl hat? Dieser Ansatz spiegelt polarisierendes Denken. Links, rechts, gut, böse, richtig, falsch. Den finden wir auch in vielen Blütenbeschreibungen, zum Beispiel als positiver und negativer Zustand. Oder ironisch ausgedrückt, Komfortzone für Weicheier, der Rest für Indianer. Das hat etwas Pathologisierendes. Diagnostiziert wird Angst. Und um das wegzumachen, gibt man Diazepam, wenn man Arzt oder Ärztin ist, oder Rockrose, wenn man mehr auf sanfte Heilmittel steht. Obwohl der Erfinder Edward Bach selbst sich stets darum bemühte, diese Denkschiene zu verlassen, liest man das antrainierte Denken des konventionellen Medizinbetriebs auch bei ihm, zwischen den Zeilen zumindest. Völlig zu Recht natürlich. Schließlich gingen die Patienten des ersten Drittels des vergangenen Jahrhunderts nicht zum Arzt, damit der ihnen spirituellen Rat geben sollte. Für diesen Zweck hätte ihr Weg sie in die Kirche statt die Praxis geführt. Sie hatten Schmerzen oder litten unter Schlaflosigkeit oder Bewegungseinschränkungen und das sollte weg. Da unterscheiden sich die Menschen des letzten wenig von dem des aktuellen Jahrhunderts. Seelische Hilfe holt man sich beim Pfarrer. Die wissenschaftlichen Alternativen wurden Seelenklempner, Irrenärzte oder sonst wie genannt. Durch diese Verachtung signalisierenden Begriffe schimmert ein wenig Angst vor ihnen wieder. Angst, durchschaut, manipuliert oder stigmatisiert zu werden. Derweil haben sowohl Medizin wie Psychologie gewaltige Fortschritte gemacht. Krebs ist heute nicht mehr per se ein Todesurteil. Epidemien bekommt man einigermaßen in den Griff und psychisches Leiden kann immer effektiver gelindert werden. Könnte sich unser Denken da nicht auch ein wenig weiterentwickeln? Ein Blick auf das, was sich außerhalb der Komfortzone befindet, offenbart das Paradox. Sobald man nämlich raus ist, beginnt das Elend. Nennen wir es Nervosität, Angst, Unsicherheit, Unruhe, Ärger oder was einem noch so einfallen mag. Die verbale Wiedergabe solcher Gefühlserlebnisse schafft sie aber nicht ab. Im Gegenteil, sie vertieft sie, weil sie uns immer wieder innerlich in die stressvollen Ereignisse zurückversetzt.
Wie jede Gewohnheit, sagen wir Fahrradfahren, wird so auch der Einstieg in die automatisierte Stressreaktion immer schneller, leichter und zuverlässiger abrufbar, je häufiger man sie übt. Am Ende braucht man gar nicht mehr darüber nachzudenken, wie man Fahrrad fährt. Man flitzt einfach los. Genau wie die Panikattacke ganz automatisch kommt, sobald man die Tiefgarage betritt. Warum in aller Welt sollte man seine Komfortzone gegen eine Tiefgarage eintauschen wollen? Um einzustudieren, wie man sich fürchtet, damit es in Zukunft noch schneller eintritt? Das Gegenteil ist richtig. Schwierige Situationen bewältigen wir umso besser, je wohler wir uns darin fühlen. Ich hörte einen Freund vor seiner Prüfung ab und es bestand kein Zweifel, dass er es drauf hatte. Er fiel trotzdem durch. Zu Hause bei einem Tässchen Tee, befragt von jemandem, der es gut mit ihm meinte, wusste er die Fragen richtig zu beantworten. Außerhalb seiner Wohlfühlzone war seine Kompetenz blockiert. Resilienz erreicht man nicht durch Konfrontation mit Gefahr oder Stress oder Aggression. Resilienz bedeutet eine Ausweitung der Komfortzone. Ich muss mich wohlfühlen in der Situation, die mich zuvor noch beängstigte. Dann kann ich sie bewältigen. Sie geistig oder real wieder und wieder durchzugehen, wird dafür sorgen, dass nicht ich sie bewältige, sondern sie mich. Wir brauchen also mehr Komfortzone, nicht weniger. Und die Aufforderung, geh rein in deine Komfortzone, wenn jemand sich gestresst fühlt, wäre sicher zielführender als ihr populäres Gegenteil. Wir müssen lernen, uns selbst dann noch wohl in unserer Haut zu fühlen, wenn es ungemütlich wird, wir herausgefordert werden. Und hier kommt eine neue Art Essenzen ins Spiel, die aus Orchideen gewonnen werden. Bei ihnen geht es nicht mehr darum, das Negative zu bekämpfen, sondern das Positive zu stärken. Beinahe seit Anbeginn der ersten Essenzen aus Zuchtorchideen wurden sie nicht mehr mit ihren Pflanzennamen bezeichnet, wie ihre Vorläufer wilder Verwandter. Deren erste Essenzen hießen noch Lady Slipper oder Leafless Orchid, aber schon bald gaben die Hersteller ihnen Bezeichnungen, die ihre Bedeutung widerspiegeln sollten. Mittlerweile gibt es einige Serien von Essenzen aus Zuchtorchideen, was mir zu Anfang überhaupt nicht gut gefiel. Erst als mir klar wurde, dass die wachsende Popularität dieser Blüten zur Gefährdung der bedrohten Arten führen könnte, leuchtete mir ein, dass es vielleicht doch sinnvoll sein könnte, sie nicht am ursprünglichen Fundort zu suchen. Der Hinweis, wo eine seltene Orchidee zu finden sei, würde mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass jemand sie dort wegholt und damit ihren Bestand gefährdet. Anders verhält es sich mit den Zuchtorchideen. Der Orchideenzüchter meiner Wahl wohnt bei mir direkt um die Ecke und ich weiß, dass er seine Pflanzen liebt und pflegt und zu ihrem Erhalt beiträgt. Er schafft ihnen eine Komfortzone, sodass die Orchideen aus Peru oder von den Philippinen sich auch in Nederland wohlfühlen können, ohne in den Stressmodus zu geraten und einzugehen. Der wesentliche Unterschied zu anderen Blüten besteht darin, dass der Fokus ganz auf die Energie gerichtet ist, mit der sie uns versorgen. Die emotionalen Leidenszeichen, welche auch immer das sein mögen, sind ja oft nur individueller Ausdruck der fehlenden Energie. Die Frage ist also weniger, wo tut's denn weh, als was würde dir helfen? Braucht der Ängstliche Kampfkraft oder Hoffnung oder Vertrauen oder etwas völlig anderes? Diese Frage führt uns dann ganz schnell zu den Orchideen, die zur einfacheren Nutzung keine Pflanzennamen tragen, nur noch quasi im Untertitel bzw. Kleingedruckten zur Identifikation, sondern solche, die ihre Zielrichtung angeben. Unter den Orchideenfreunden hat man sich längst daran gewöhnt, ihre botanischen Bezeichnungen zu verwenden. Aber mal ehrlich, wer merkt sich schon Bulbophyllum physometrum oder Cattleya lüdemansiana?
Das fällt sogar mir schwer im Kopf zu behalten. Die Grundidee der Orchideenessenzen ist, dass es eine Reihe menschlicher Eigenschaften gibt, die optimal genutzt werden können. Ganz ähnlich wie ein Mensch seine mögliche Körpergröße von, sagen wir, 1,80 Meter nur dann erreichen kann, wenn er alles dafür Notwendige, also Kalorien, Fett, Eiweiß, Mineralien und Vitamine erhält, brauchen wir auch alle möglichen Ingredienzien, um unsere seelische Größe zu erreichen. Die heißen halt nur anders, nämlich Liebe, Zuwendung, Körperkontakt, Gemeinschaft, Unterstützung, Bewegung, Stille, Schlaf und Träume und was noch alles. Nicht immer bekommt man genug davon, weshalb es sinnvoll ist, das eine oder andere davon noch im späteren Leben hinzuzufügen. Besser spät als gar nicht. Manchmal entwickelt man sogar eine Art seelischer Schonhaltung. Dann nutzt man einen Teil seines Potenzials nicht, weil es zu gefährlich erscheint. Aber wie ein verletztes Bein ja auch nicht weg ist, nur weil es geschont wird, kann man auch seine ungenutzten Seelenkräfte reaktivieren und zu neuer Stärke trainieren. Die geeignete Orchidee für den Einstieg ist deshalb Purify. Sie ermöglicht, alte Überzeugungen loszulassen, wie ich kann das nicht allein, was man übersetzen könnte mit ich brauche eine Krücke. Überzeugungen können starke Kräfte sein. Sie können einen in alten Mustern gefangen halten, die früher einmal dienlich waren, es jetzt aber nicht mehr sind. Ich gehe da gar nicht erst hin, weil die werden mich sowieso alle hassen, ist eine Schlussfolgerung aus vergangenen Erfahrungen. Weil ich es einmal so erlebt habe, wird es immer so sein. Deshalb vermeide ich die Belastung dieses angeschlagenen Teils meiner Persönlichkeit. Purify hilft einem, eine solche Überzeugung in Frage zu stellen. Aber es gibt noch weitere Hilfe. Belief zum Beispiel lässt hinderliche Überzeugungen erst einmal identifizieren und dann durch geeignetere ersetzen. Allein schon die Gewissheit, alle werden mich hassen, durch möglicherweise wird mich einer von ihnen ganz okay finden, zu ersetzen, ermöglicht einen Perspektivwechsel. Bin ich aber immer noch unsicher und ängstlich, kann mir Jump den entscheidenden Schubs geben, mir ein Herz zu nehmen und das zuvor noch Undenkbare zu wagen. Vielleicht aber ist es auch etwas anderes. Es gibt viele Orchideen, die unterschiedliche innere Qualitäten zum Vorschein holen können. Womöglich muss ich vor dem großen Sprung mit Jump erst einmal davon träumen können, dazu fähig zu sein. In diesem Falle könnte Dream helfen. Oder ich benötige Vertrauen in meine Mitmenschen. Das wäre ein Fall für Trust. Wie auch immer, am Ende wünschen sich viele, in den Fluss zu geraten, mit dem Strom mitzuschwimmen, sodass scheinbar alles mühelos und wie von selbst läuft. Was mir aber auch nur so erscheint, weil es mir so selbstverständlich geworden ist, weil ich vielleicht die Orchidee namens Flow verwendet habe. In Wirklichkeit habe ich auch ganz schön was dafür getan. Und dabei wiederum hat mir möglicherweise die Orchidee Work geholfen. Sollte das meine unterentwickelte Kraft gewesen sein. Hope hat mir Hoffnung auf eine bessere Zukunft gemacht. Discover hat mir neue Möglichkeiten gezeigt. Listen half mir besser hinzuhören, wenn andere mir etwas zu sagen hatten. Und Love hat mich alles etwas leichter nehmen lassen. 21 Orchideenessenzen ergeben die Serie der ursprünglichen menschlichen Kräfte, die man nutzbar machen kann. Mit Hilfe der Orchideen kann ich meine Komfortzone so ausdehnen, dass ich mich frei und unbelastet in Situationen begeben kann und mich darin sogar noch wohlfühlen, die mir früher so unbehaglich waren, dass ich sie komplett vermieden habe. Zum Thema der hilfreichen Orchideen gibt es jetzt bei Udemy zum ersten Mal ein kurzes Seminar von etwas über 3 Stunden Dauer, das Ihnen alle diese Blüten ein wenig genauer vorstellt.
Wenn Sie da mal reinschauen möchten, finden Sie den Link unter diesem Video in der Beschreibung. Vielleicht sehen wir uns dort wieder. Ansonsten tun wir das an dieser Stelle pünktlich Anfang des nächsten Monats. Bis dahin alles Gute und herzliche Grüße.